2017 hat die Landesbank Hessen-Thüringen einen IT-Großauftrag an die Ibicus AG für Informationstechnologie vergeben. Dieser Auftrag umfasst den Betrieb und die Weiterentwicklung der IT-Systeme und Anwendungen für die Agrarförderung im Bundesland Hessen. Die Agrarförderung der EU stellt einen der wichtigsten Politikbereiche der Europäischen Union dar. Sie umfasst die Direktzahlungen an Landwirte, mehrere Agrarmarktmaßnahmen und die Förderung des ländlichen Raums. Allein in Hessen werden jährlich etwa 300 Millionen Euro aus den EU-Agrarfonds an die Antragsteller ausgezahlt. Für die Umsetzung der EU-Agrarpolitik ist in Hessen die Wirtschafts- und Infrastrukturbank zuständig, die Teil der Landesbank Hessen-Thüringen ist und die in diesem Bundesland die Aufgaben einer EU-Zahlstelle wahrnimmt. Die Agrarförderung umfasst vielschichtige Fachverfahren, in denen die Vorschriften von EU, Bund und Land abgebildet werden. Insgesamt umfasst dieses System ca. 40 unterschiedliche Förder- und Beihilfeverfahren, die zudem stark untereinander und mit anderen Systemen vernetzt sind. Für die Umsetzung der Agrarförderung ist daher ein komplexes IT-System notwendig. Mit der Fördermittelverwaltungssoftware von Ibicus arbeiten in Hessen rund 600 Bank- und Behördenangestellte. Das bisherige Antragssystem Sesterz wird im Rahmen des Auftrags durch ein SAP-basiertes System abgelöst werden. Die Ibicus AG stellt dafür als Generalunternehmer die benötigte Software sowie die Rechenzentren und IT-Infrastrukturen auf Basis einer Software-as-a-Service-Lösung bereit. Der in Erfurt angestammte IT-Dienstleister wurde 1990 gegründet und beschäftigt rund 200 hochqualifizierte und hochmotivierte Mitarbeiter an insgesamt 6 Standorten. Ein wichtiger Partner in diesem Projekt ist T-Systems International. Zum Betrieb, zur Weiterentwicklung und Vermarktung der Agrarförderung haben Ibicus und T-Systems eine strategische Partnerschaft vereinbart. Wir werden die Ersten sein, die die Komplexität der landwirtschaftlichen Förderung mit einer SAP-Web-Technologie umgesetzt haben. Die Weichen für diesen Erfolg sind bereits gestellt. SAP bringt eine Reihe bewährter Basiskonstrukte mit, die für das grundlegende Fördergeschäft von großem Nutzen sind. Gleichzeitig ist SAP offen für die landes- und fachspezifischen Anpassungen und ready for HANA. Als Generalunternehmer garantieren wir ein Projektmanagement, das den reibungslosen Betrieb der Anwendung Sesterz bis zum Go-Live des neuen Systems in 2020 sicherstellt. Die Anwendungen werden dafür parallel auf beiden Systemen fortgeschrieben. Für die effiziente Realisierung der Agrarförderung in SAP haben wir ein eigenes Werkzeug entwickelt. Mit Ibicus Delta Framework gewährleisten wir auf Programmebene die maximale Qualität in einer sehr hohen Entwicklungsgeschwindigkeit. Mit dem Tool Smart sind wir in der Lage, die Migration der Daten automatisiert zu testen. Ein enormer Vorteil bei mehreren 100 Millionen Vorgängen, die übertragen werden müssen. SAP ist eine zukunftsorientierte Technologie und eröffnet neue Welten, wenn es um die softwareseitige Umsetzung von umfangreichen, komplexen Fachverfahren geht. Die Hessische Landesbank ist damit bestens aufgestellt für die neue Förderperiode, die ab 2021 beginnt. Die landwirtschaftliche Förderung der EU weist den höchsten Grad an Komplexität auf. Hier hat die Ibicus bereits 20 Jahre Erfahrung. Mit der Cloud-Technologie ist es jetzt möglich, alle Fachverfahren auf SAP-Standardtechnologie abzubilden, von den kleinen kommunalen Förderverfahren bis hin zu den komplexen landes- und bundesweiten Systemen. Dazu bieten wir einen Outsourcing-Service an, der die höchsten Sicherheitsanforderungen von Banken und öffentlicher Verwaltung erfüllt. Hier braucht es einen Partner, der das nötige Lungenvolumen mitbringt in Form von Rechenzentrumskapazität. Dies ist die Aufgabe von T-Systems. Wir haben die Vision, eine Plattform zu entwickeln, mit der alle Förderverfahren individuell und zeitgleich standardisiert abgewickelt werden können. Damit wollen wir einen Beitrag leisten, um die Verwaltungskosten in Deutschland dramatisch zu senken. Im Zeitalter von Big Data ist das kein Problem mehr. Man muss einfach nur damit beginnen und die Dinge wachsen lassen. Die Helaba verfolgt das Ziel der Konsolidierung und Standardisierung.
Das bisherige System zur Abwicklung der Agrarförderung besteht aus mehreren Individuallösungen mit Absprungspunkten in unsere zentrale SAP-Landschaft. Im Rahmen des erteilten Auftrages wird eine auf SAP-Standards basierende Lösung entwickelt und mittels einer ASP-Lösung eingeführt. Der Wechsel auf ein solches Modell ist eine Entscheidung, die gut vorbereitet sein muss. Die Hillaba hat dabei eine klare Erwartungshaltung an unsere Dienstleister. Stabilität und Performance im Betrieb, eine hohe Direktlösungsrate im Support und eine unbedingte Kundenorientiertheit in allen Prozessen. Durch die Konsolidierung und Standardisierung haben wir als Endkunde einen spürbaren Mehrwert, um unsere Ziele erfolgreich zu erreichen. Unsere ersten Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass sowohl unsere Erwartungen als auch die hohen Sicherheitsaspekte durch IBICUS erfüllt werden. Mit IBICUS und T-Systems haben wir uns ganz bewusst für zwei IT-Dienstleister entschieden, die sowohl über Kompetenzen in der Agrarförderung als auch in der SAP-Entwicklung verfügen. Nicht zuletzt in der Auswahlphase haben wir festgestellt, dass beide Häuser in dem Markt erfolgreich agieren. Zuallererst sind wir stolz, dass die Direktzahlungen nun seit mehreren Jahren vor Weihnachten ausgezahlt werden konnten. Als Zahlstellenleiter trage ich die Verantwortung dafür, dass die Auszahlungen pünktlich erfolgen. In diesem Zusammenhang sind auch Nachweisführung und die Revisionssicherheit besonders wichtig. Dass die Auszahlung so frühzeitig erfolgen konnte, ist im Wesentlichen dem guten Zusammenspiel der Mitarbeiter der WI-Bank mit unseren Dienstleistern IBICUS und T-Systems zu verdanken. Rückblickend hat mich bei der Entscheidung das Vorgehensmodell für die Übergangsphase überzeugt. Und die zeitgerechte Umsetzung dieses ersten Schrittes und die Qualität der Ergebnisse sind für mich die Bestätigung. Wesentlicher Erfolgsfaktor in dieser ersten Projektphase war für mich die professionelle und partnerschaftliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Für die weiteren Schritte wünsche ich mir, dass wir erkannte Optimierungspotenziale nutzen, um unseren Anspruch an eine korrekte und pünktliche Auszahlung der Direktzahlung weiter absichern zu können. Die Agrarförderung ist nicht nur ein hochkomplexes, sondern auch ein öffentlich viel beachtetes Thema. Mit der pünktlichen Auszahlung der Betriebsprämie noch vor Weihnachten geben wir den hessischen Landwirten Planungssicherheit und finanziellen Spielraum für wichtige Investitionen. Um diesem Anspruch auch zukünftig gerecht zu werden, erwarte ich von einer Lösungsplattform die größtmögliche Flexibilität und Zuverlässigkeit und eine klare Strategie für die Skalierbarkeit der Lösung. Mit unserer SAP-Strategie und den beiden IT-Dienstleistern IBICUS und T-Systems sehen wir uns für die Zukunft gut aufgestellt, um unsere Digitalisierungsstrategie für die ganzheitliche Abwicklung der EU-Agrarförderung umzusetzen. E-Kohäsion soll in Hessen kein Schlagwort sein, sondern gelebte Praxis. Wir erwarten dadurch eine spürbare Entlastung der Mitarbeiter in der Abwicklung und gleichzeitig mehr Service für unsere Kunden. Mit IBICUS haben wir uns für einen Generalunternehmer in der Agrarförderung entschieden, der im Verbund mit T-Systems über eine einzigartige Kompetenz und Leistungsfähigkeit verfügt, um unsere Ziele zu erreichen. Wir bekommen zudem einen Service geboten, der die sehr hohen Sicherheitsanforderungen unserer Bank vollumfänglich erfüllt. Seit vielen Jahren sichert die IBICUS AG mit Sesterz die DV-technische Unterstützung der Bewilligungsstellen und der EU-Zahlstelle in Hessen zu unserer Zufriedenheit. Seit nun auch der Rechenzentrumsbetrieb von IBICUS übernommen wurde, stimmt nun auch der Service im Betrieb der Anwendungen. Das Fördermittelmanagement ist eines der zentralen Instrumente, um EU-Mittel in Deutschland an denjenigen, der es benötigt, in dem Fall Landwirte und Bauern, zu verteilen. Das heißt, da ist ganz wichtig die Zuverlässigkeit eines Verfahrens. Und das erreicht man dadurch, dass eben eine Wartbarkeit da ist, eine Zukunftsfähigkeit, eine Flexibilität, um das wirklich jeweils anzupassen an die gesetzlichen Rahmenbedingungen. Für das Land Hessen haben sich zwei Marktführer zusammengetan. Die Firma IBICUS zum einen als der Experte für die Prozesse, für das Fördermittelmanagement, die schon seit Jahrzehnten erfolgreich in Hessen das Ganze durchführen. Zum anderen wir als T-Systems, als der sichere Betreiber, der auch die Zukunftsfähigkeit und Wartbarkeit der Systeme sicherstellt. Das Besondere an diesem Projekt ist, dass wir für ein Fachverfahren, wo es um sehr spezifische Prozesse geht, als Grundlage SAP als Standard-Softwarelösung genommen haben und es mit SAP zusammen so entwickelt haben, dass für den Kunden optimale Prozesse abgebildet werden können.